Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute zeige ich Ihnen etwas, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Promino, unsere KI-Assistenten im Proman Meeting. Und ich zeige Ihnen das anhand einer ganz konkreten Aufgabe. Sie hatten eine Besprechung und am Ende steht die Frage, wer schreibt jetzt das Protokoll? Genau das setzt Promino an. Ich bin hier in meinem Projekt, wähle die Berichtssammlung aus, in der meine Sitzungsreihe liegt. Sie sehen rechts oben eine neue Schaltfläche Bericht aus Besprechung. Bevor ich darauf klicke, kurz 2 Sätze dazu, was ich dafür brauche. Ich brauche 2 Dinge. Erstens ein Transkript meiner Besprechung. Das ist eine Textdatei im Format VTT oder SAT. Beides sind gängige Standards. Teams, Zoom, Google Meeting, Cloud erzeugen solche Dateien automatisch, wenn sie eine Sitzung aufzeichnen. Darin steht wortwörtlich, wer, wann, was gesagt hat. Und zweitens, wenn ich sie habe, eine Anwesenheitsliste als CSV, die brauche ich nicht zwingend, aber sie macht das Ergebnis deutlich besser. Daraus wirkt nämlich die Teilnehmerliste des neuen Berichts generiert. Ich lade beide Dateien hoch und starte die Auswertung. Rechts oben sehen Sie, die Auswertung läuft. Diese Meldung kann ich wegklicken, sobald ich sie gelesen habe. Und falls ich merke, dass ich die falsche Datei erwischt habe, kein Problem. Ich kann den Vorgang jederzeit abbrechen und neu starten. Jetzt arbeitet Promino, das dauert einen Moment und in dieser Zeit passiert Folgendes. Promino liest nicht nur das Gespräch. Es holt sich auch ihr letztes Protokoll aus demselben Projekt dazu und vergleicht beides. Es sucht also nicht nur, worüber gesprochen wurde, sondern auch, zu welchem bestehenden Punkt gehört was ist neu, was ist inzwischen erledigt. Genau das unterscheidet Promino von den üblichen KI-Werkzeugen für Besprechungen. Die kennen immer nur das aktuelle Meeting. Promino kennt ihre gesamte Protokollhistorie. Und das ist die Benachrichtigung. Die Auswertung ist fertig, ich kann die Zuordnung prüfen und klicke darauf. Was Sie hier sehen, ist der Kern der Sache. In grün sehen Sie die Punkte aus meinem letzten Protokoll. In hellblau die Punkte, die Promino aus dem Gespräch erkannt hat. Und die Verbindungslinien dazwischen sind die Zuordnungen. Promino hat selbst erkannt, welche besprochene Punkte zu welchem bestehenden Tagesordnungspunkt gehört. Hier oben sehen Sie Aktbare automatisch verknüpft. Und jetzt kommt der Teil, der mir persönlich am wichtigsten ist. Ich prüfe das. Sagen wir, diese Verknüpfung hier passt nicht. Ich löse sie auf und verbinde den Punkt stattdessen mit dem richtigen Tagesordnungspunkt. Ich kann mir auch anzeigen lassen, wer an einem Punkt beteiligt ist. Ein Klick auf das Symbol und ich sehe die Beteiligten. Auch das lässt sich hier direkt ergänzen. Die Texte selbst muss ich hier noch nicht anfassen. Das mache ich gleich bequem im fertigen Bericht. Bevor ich den Bericht erzeuge, gibt es noch eine Hilfe, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich lasse das Protokoll einmal automatisch prüfen. Promino schaut danach, ob alle Personen korrekt zugeordnet sind. Warum ist das nötig? Eine KI versteht Namen nicht immer richtig. Wir haben zwar eine Logik eingebaut, die erkannte Namen mit den bisherigen Projektbeteiligten abgleicht. Aber es kann natürlich sein, dass tatsächlich jemand Neues dabei war. In dem Fall fragt die Software nach, ist das wirklich eine neue Person? Oder hat sich die KI verhört? In meinem Fall passt alles, also Bericht erstellen. Und das ist das Ergebnis. Schauen Sie sich das genau an. Das ist kein Textdokument, das ich jetzt abtippen musste. Das ist ein fertiges Protokoll in unserer Struktur. Erledigte Punkte stehen automatisch auf erledigt. Gelb markiert ist alles, was neu dazugekommen ist. Die Solltermine sind eingetragen, so wie sie in der Besprechung genannt wurden. Und die Zuständigen stehen in den dafür vorgesehenen Feldern. Das heißt, diese Aufgaben sind echte Datensätze. Sie tauchen im Cockpit auf, Sie finden sie über die Suche und sie werden ins nächste Protokoll fortgeschrieben. Natürlich kann ich weiterhin überall hineinklicken und nachbessern. Und dabei hilft mir Promino auch. Rechts oben in der Bearbeitung finden Sie 3 Funktionen. Text korrigieren, Text umschreiben, übersetzen. Das Umschreiben mag ich besonders. Ich formuliere während einer Besprechung selten druckreif. Ich schreibe Stichworte und Promino macht daraus einen sauberen Protokolltext. Dabei orientiert es sich an dem, wie in diesem Projekt bisher geschrieben wurde. Es klingt also nach Ihnen, nicht nach Maschine. Schauen wir uns an. Ich lasse diesen Punkt neu formulieren. Ich bekomme mehrere Vorschläge zur Auswahl. Ich nehme den, der am besten passt und übernehme ihn. Zum Schluss 2 Dinge, die mir wichtig sind. Erstens, künstliche Intelligenz ist nicht perfekt. Sie ist ein sehr gutes Werkzeug, aber ein Werkzeug.
Deshalb ist die Prüfung durch Sie bei uns fest eingebaut und nicht wegzuklicken. Sie sehen jede Zuordnung, bevor irgendwas im Protokoll übernommen wird. Das entspricht auch dem, was der EU AI Act vorsieht. Bei der Verantwortung für den Inhalt bleibt der Mensch. Zweitens, und darauf sind wir besonders stolz, die gesamte Verarbeitung läuft ohne amerikanische und ohne chinesische Rechenzentren. Warum betone ich das? Viele Anbieter werben damit, dass ihre Daten in Europa liegen. Nur, wenn dahinter ein US-Unternehmen steht, kann dieses nach amerikanischem Recht zur Herausgabe verpflichtet werden, unabhängig davon, wo der Server steht. Deshalb haben wir uns entschieden, anders zu bauen. Wir verarbeiten Ihre Daten in unserem eigenen Rechenzentrum auf unserer eigenen Hardware mit einem Open-Source-Sprachmodell. Ihre Protokolle verlassen unsere Systeme nicht. Und es geht weiter. Wir arbeiten gerade daran, dass Promino Sie beim Protokollieren aktiv begleitet. Wenn eine offene Aufgabe keinen Zuständigen hat oder ein Punkt kein Solldatum, dann weist Promino Sie freundlich darauf hin. Denn genau daran entscheidet sich später, ob das Protokoll trägt, das nachvollziehbar ist, wer wann was zu tun hatte. Ich wünsche Ihnen viel Zeitersparnis mit Promino und freue mich schon sehr darauf, Ihnen die nächsten Erweiterungen zu zeigen. Bis bald.